Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein schnelles und einfaches Rezept für einen leckeren Blumenkohl-Brokkoli-Auflauf mit Kochschinken. Dafür bereiten wir als erstes das Gemüse vor, einen Kopf Brokkoli waschen, anschließend in ungefähr gleich große Röschen teilen, die Röschen eventuell einmal halbieren, den Stiel könnt ihr ebenfalls benutzen, einfach schälen und in kleine Stücke schneiden. Außerdem habe ich hier noch einen Kopf Blumenkohl, ebenfalls waschen und dann in kleine Röschen schneiden. Wenn das erledigt ist, eine große Pfanne aufsetzen, Blumenkohl und Brokkoli hineingeben. Jetzt alles mit einer sehr guten Prise Salz würzen, 100 ml Wasser dazu gießen, das Ganze zum Kochen bringen und für 5 bis 6 Minuten bei mittlerer Hitze und geschlossenem Deckel vorgaren. Währenddessen kümmern wir uns um die restlichen Zutaten: 150 Gramm Kochschinken in Würfel oder Streifen schneiden und außerdem für die Soße einen Mixbecher hernehmen, eine Knoblauchzehe hineinpressen, außerdem etwa einen halben Teelöffel Muskatnuss dazugeben, einen sehr gut gehäuften Teelöffel Speisestärke und 400 ml kalte Milch dazu gießen. Alles einmal kurz miteinander verrühren und danach schauen wir mal wieder zurück zu unserem Gemüse, den Deckel abnehmen, jetzt die vorbereitete Soße in die Pfanne gießen, alles einmal zum Kochen bringen, für 1 bis 2 Minuten cremig einköcheln lassen, zum Schluss noch mit einer sehr guten Prise Salz und Pfeffer abschmecken und danach können wir das Gemüse vom Herd ziehen, in eine passende Auflaufform umfüllen, gleichmäßig darin verteilen und jetzt den Kochschinken dazugeben, zwischen dem Gemüse verteilen und zum Schluss noch ca. 150 Gramm geriebenen Käse drüber streuen. So geht die Auflaufform dann in den vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Umluft oder 220 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 15 bis 20 Minuten, bis der Käse eine schöne goldbraune Farbe angenommen hat. Den fertigen Auflauf wieder aus dem Ofen holen. So sieht der Auflauf dann nach dem Backen aus. Ich wünsche euch schon mal einen guten Appetit. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.